wie du deine Kommunikation auf Deutsch verbessern kannst, einfach und mit Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast rund ums Deutschlernen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist oder vielleicht zum ersten Mal hier reinhörst. Heute sprechen wir über ein Thema, das jeden betrifft, egal ob du Anfänger bist oder schon gut Deutsch verstehst. Kommunikation. Also, wie kann ich besser sprechen? Wie kann ich mich klarer ausdrücken? Wie führe ich ein Gespräch ohne Stress und mit Freude? Und keine Sorge. Wir reden nicht über langweilige Grammatikregeln, sondern über echte Gespräche, über Fehler machen, über Spaß am Reden, und ich gebe dir viele praktische Tipps, wie du im Alltag besser kommunizieren kannst. Also, lehn dich zurück, hör gut zu oder sprich gleich mit. Los geht's! Warum Kommunikation schwierig wirkt. Also, warum ist es eigentlich so schwer, richtig gut zu kommunizieren? Viele Deutschlernende sagen, ich habe kein Problem mit Verstehen. Ich kann hören, lesen, aber wenn ich sprechen soll, oh je. Das liegt oft daran, dass wir Angst haben. Angst, Fehler zu machen. Angst, nicht verstanden zu werden. Und oft glauben wir auch, ich muss perfekte Grammatik können, bevor ich spreche. Aber ich sag dir was. Das ist falsch. Kommunikation heißt nicht perfekt sein. Kommunikation heißt verstanden werden. Und das geht oft auch mit einfachen Sätzen. Denk mal an ein kleines Kind. Es spricht oft ohne Grammatik, aber wir verstehen, was es will. Oder? Also bitte, mach dir keinen Stress mit richtig oder falsch. Viel wichtiger ist, sprich. 5 konkrete Tipps, um deine Kommunikation zu verbessern. Jetzt wird's praktisch. Hier kommen meine Top 5 Tipps, um deine Kommunikation auf Deutsch zu verbessern. Tipp 1. Sprich jeden Tag, auch wenn niemand da ist. Ja, du hast richtig gehört. Du musst nicht auf jemanden warten, um zu sprechen. Sprich mit dir selbst. Zum Beispiel: Was mache ich jetzt? Ich mache Kaffee. Wie fühle ich mich heute? Ich bin müde, aber glücklich. Was habe ich gestern gemacht? Ich war im Supermarkt und habe Brot gekauft. Tipp 2. Stell Fragen, auch im Alltag. Wenn du mit jemandem sprichst, versuch Fragen zu stellen. Das zeigt Interesse und bringt das Gespräch in Bewegung. Zum Beispiel: Was machst du gern in deiner Freizeit? Woher kommst du? Wie lange lernst du schon Deutsch? Und ganz wichtig, hör zu. Zeig dem anderen, dass du zuhörst. Zum Beispiel mit kleinen Sätzen wie: Ah, interessant. Wirklich? Oh, das kenne ich. Tipp 3. Fehler sind Freunde. Ich weiß, ich sag's oft, aber du musst es wirklich fühlen. Fehler sind kein Problem. Sie sind dein Lehrer. Je mehr Fehler du machst, desto mehr lernst du. Ich kenne Menschen, die sprechen fast fehlerfrei, aber sie trauen sich nie, ein Gespräch zu beginnen. Und das ist schade. Also, lieber 20 Fehler machen und lachen, als 0 Fehler machen und nie sprechen. Tipp 4. Benutze einfache Wörter und Sätze. Du brauchst keine langen, komplizierten Sätze. Kurze Sätze sind oft viel stärker. Beispiel: Statt: Ich denke, dass ich vielleicht morgen mit meinem Freund ins Kino gehen werde. Sag einfach: Ich gehe morgen mit meinem Freund ins Kino. Klar, direkt, freundlich, perfekt. Tipp 5. Höre aktiv zu und wiederhole. Wenn jemand mit dir spricht, versuch kurz zu wiederholen, was er gesagt hat. Beispiel: Er. Ich war gestern beim Zahnarzt. Du, beim Zahnarzt? Oh nein, alles okay. Das zeigt, du hörst zu. Und du bleibst im Gespräch. Mini-Dialoge und echte Beispiele. Jetzt machen wir zusammen Mini-Dialoge, damit du gleich üben kannst. Du kannst laut nachsprechen oder einfach mitdenken. Beispiel 1. Im Café. A. Hallo. Kann ich bitte einen Kaffee haben? B. Natürlich.
Mit Milch und Zucker? A. Nur Milch, bitte. Und ein Croissant. B. Kommt sofort. Möchten Sie hier essen oder mitnehmen? A. Ich bleibe hier, danke. Beispiel 2. Smalltalk im Büro. A. Na, wie war dein Wochenende? B. Ganz gut, danke. Ich war wandern. Und du? A. Ich habe nur entspannt. Ein bisschen Netflix, ein bisschen Schlaf. B. Klingt perfekt. Beispiel 3. Beim Sprachkurs. A. Wie lange lernst du schon Deutsch? B. Seit 6 Monaten. A. Wow, du sprichst schon richtig gut. B. Danke. Ich übe jeden Tag ein bisschen. Kein Stress, keine langen Sätze, aber nette Gespräche. Ich weiß, es gibt Tage, da hast du keine Lust. Oder du denkst, alle sprechen besser als ich. Oder, ich werde das nie können. Aber bitte hör auf damit. Jeder hat mal klein angefangen. Und du bist nicht allein. Mach jeden Tag ein bisschen. Ein Satz. Ein Gespräch. Ein Lächeln. Und du wirst sehen, nach 3 Monaten hast du keine Angst mehr. Nach 6 Monaten kannst du Gespräche führen. Und nach einem Jahr? Da lachst du über deine alten Fehler. Kommunikation ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker wird er. Und das Beste: Deutsch ist eine wunderschöne Sprache, du musst nur den Mut haben, sie zu benutzen. Abschluss. So, das war's für heute. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt motiviert, mutig und hast ein paar neue Ideen, wie du besser kommunizieren kannst. Denk dran, es geht nicht um perfekte Grammatik. Es geht um Menschen, um Verbindung, um Freude am Sprechen. Mach Fehler, lächle dabei und hab Spaß. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass gern ein Like, abonnier den Kanal und schreib mir in die Kommentare. Was ist dein Lieblingssatz auf Deutsch? Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bleib mutig, bleib neugierig und sprich weiter.